braucht jetzt ungefähr 2 Stunden 20, bis es fertig ist. So heißt es nochmal? Marinko Miletić. Ja, der Fußballspieler. Ex-Fußballer, jetzt Gastronom, genau. Ja. Das hat uns ein bisschen Gewürz aus Kroatien, Vegeta. Das ist ein bisschen alles von dabei. Koch ist Koch, Braten ist was anderes und ich könnte auch, glaube ich, keine Pizza machen. Deswegen ist jeder das, was er macht, glaube ich, am besten aufgefunden. Ne? Der Koch macht seine Sachen und wir haben einen offenen Grill und dementsprechend muss man halt wissen mit dem Feuer halt, wie man das fühlt halt, ob das jetzt Fleisch fertig ist oder ob das nicht fertig ist. Und deswegen sage ich halt, jetzt ist das Fleisch auch fertig nach 2 Stunden 10, 2 Stunden 20. Ne? Das Fleisch ist ganz durch und jetzt dementsprechend tue ich das jetzt auch ab. Ich hole die Spieße runter. Dann werde ich auch neue Spieße drauf. Vuoi spostare? Sì, vamo, stiamo con Masz, który włączyłamy, masz. Ja, ich habe roh, du bist so, jetzt tun wir die neuen Spieße drauf. Ja. Ah, jetzt kommt neu, ja? Mhm. Das ist saftig vom Bauch. Kommen als erstes. Wird das irgendwie einen Tag vielleicht vorher mariniert oder? Wird gar nichts maniert. Das ist nur Salz und Pfeffer und das wird in Kühler gelagert. Aha. Und dann ist das immer wieder, wenn das leer ist, dann holt man neue von der Metzgerei und dann einfach, aber ohne Marinade oder sowas. Das ist alles nur Salz und Pfeffer. Das ist Nacken heute, weil das Fleisch ausgegangen ist und da muss man sich ein bisschen helfen können und dann ist das Nacken und es schmeckt auch sehr gut. Weil das einfach das Feuer muss ein bisschen hoch gemacht werden. Man muss auch aufspießen können halt, ne? Weil das ist jetzt nicht so manchmal einfach. Also das ist, damit man auch das ganze Stück halt... So sieht's aus. Man muss das in der Mitte machen und weil sonst, wie gesagt, weil es Bauch ist, aha, dreht sich das ohne eine Befestigung. Da musst du ein bisschen in Fleisch reintun, den Spieß und dann klappt das. So, und das braucht jetzt ungefähr 2 Stunden 20, bis es fertig ist. Ja,
schön. Und schön warm hier, ne? Ja. Also nur Salz und Salz und Pfeffer. Pfeffer. Das, was bis angebracht ist, ist halt Salz und Pfeffer. Das ist jetzt nicht, weil wenn man das zeige ich gleich. Das. So als Brötchen, ja? Genau, das ist etwas to go. Da mach ich mal eine Schale mager, eine Schale saftig. Dann kommen noch die Flüsse drauf. So, für euch zweimal. Einen guten Appetit. Dankeschön. Bitteschön. Schön. Was das letzte Mal noch? Obwohl, nee, geht nicht. Wir haben dieses Jahr haben fast alle aus meinem Land. Hörst du? Einmal Zwiebelsteak. Das weg. Das war 4 Wochen bis 3 Hochzeiten. Marin. Satschka. Salat und Bratenpüree. Ist das die Brötchen nur zu mitnehmen? Oder? Also kann man auch hier essen, wie gesagt, aber dieser kleiner Snack ist das. So, wenn das Fleisch, ich habe ja Schweinebraten, da kommen mehr Portionen auf den Teller, aber das ist so Snack. Vergleich so wie Döner, sag ich mal. Halt. Wenn man spazieren geht und man sagt einfach, ich will ein Schweinebrötchen. Und dann bekommst du das, wie gesagt. Das ist, sag ich mal, für to go am besten. So, einmal für euch. Zweite Mal, bitte schön. Ciao. Ciao, danke schön. Und je nach darauf an, wie viel, was eine Veranstaltung. Jetzt wo Messe war, da verkaufst du am meisten Haxen. Wenn jetzt gestern Fortuna Düsseldorf spielt hier, dann hast du eine sehr volle Stadt, dann verkaufst du am meisten Schweinebrötchen. Aber bei Fortuna Düsseldorf, wenn es spielt, das ist so ein Klassiker. Das heißt, da verkaufst du auch das andere genau sehr gut. Und deswegen, Gestern was spielen? gestern war das Spiel leider verloren, 4:3. Aber die Stadt war voll und den ganzen Tag Halligalli bei uns hier gewesen. Ich muss dir ehrlich sagen, hätte mich einer gefragt, ob ich eines Tages den Laden übernehme, hätte ich gesagt nein, aber irgendwann musste ich entscheiden und ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt gemacht und ich bereue es keine Sekunde, weil es macht mir Spaß, die Gäste glücklich zu sehen. Es ist eine Kleinigkeit, wo ich sagen kann, es ist keine Kunst und das ist echt klassisch seit 1961 und die Leute lieben das. Und ich kann jetzt nur sagen, ich habe ein bisschen zugenommen, weil ich auch ein paar Brötchen hinter mir habe oder ein paar Haxen. So, jetzt kommt die nächste Haxe. Schneiden wir Hälfte, damit die Gäste einfacher es haben zu schneiden. Halt. Dann tun wir gleich mal drauf. Dann kommt ein bisschen unsere Bratensoße rüber. So. Aber da schneide ich erstmal auch die Kruste. Viele sagen, beschweren sich, wieso ich die Kruste wegmache, weil die Kruste, wenn ich die so schneiden würde, würdest du nichts davon haben. Deswegen schneide ich die mal, tue ich die ab von dem Fleisch. Ja. So. Schneidest du einfach so. Alles okay. Nee, ist nicht schlau. Ja. So, und dann musst du ein bisschen die Kordel raustun, wie gesagt, weil das ist eine Kordel extra, die ich verbrennen kann. Tust du weg. So. Hallo? Ich kenne 2 Spießbrandbrötchen.
Ja, heiß. So sieht's aus. So, das ist Nacken. Normalerweise habe ich keinen Nacken, ich Schinken und Bäuche, aber da ich am Metzger habe, der mir manchmal sonntags zur Verfügung steht und ich selber dahin gehe, ist es mal ganz okay, dass der dann. Das kannst du auch. Mein Vater verarbeitet das Fleisch, wie gesagt, da muss halt geschnitten werden, muss verarbeitet werden, auch eingerollt werden. Dann ist es vom Lager bei uns in der Metzgerei und dann wird das immer geholt. Nur wie gestern zum Beispiel. Das heißt, ihr macht selbst, also die... Ja, wir bekommen die Schweine, sag ich mal, die in Form, wie Quadrat. Mein Vater schneidet die so zurecht, dass wir das halt kordeln und dann halt in der Metzgerei in den Tiefkühler oder den normalen Kühler halt lagern. Und das ist Nacken, wie gesagt, das ist ausnahmsweise ab und zu, weil sonntags haben die nicht so, was ich brauche, Schinken und Bauch und dann ist es halt eine Notlösung, aber das kannst du selber testen, das ist was anderes Fleisch, jetzt probier das mal und du wirst sehen, das ist sehr, sehr gut schmeckt. Probier mal, wie gesagt, am besten selber probieren. Und das ist echt geiles. Ne? Und das ist nicht ohne Kruste zwar, ne? Aber das ist echt Fleisch, ja. Nach 2 Stunden 20 schnappe ich mir immer wieder was auf weg. Das ist jetzt was? Das ist jetzt Das ist Nacken. Nacken. Bauch und das ist wie gesagt Nacken. Das ist Nacken. Das ist auch sogar Nacken. So, aber es war da ohne Kruste, weil es gibt Nacken keine Kruste. Ja. Aber das ist wie gesagt nur ein Rücken. Aber wie gesagt, deswegen nehme ich mir das um die Schweiz aus. Wir brauchen auch wieder 2 Stunden 20, 2 Stunden 20. Und das Feuer ist jetzt auf 70-75%. Das ist laut Gefühl halt. Ne? Das ist so nie Vierteltack. Kannst nur schieben und Wie viele Minuten? das braucht 2 Stunden 25. Aber ich mache jetzt erstmal nach Gefühl so 75% das Feuer. Irgendwann mal, wenn die jetzt die Kruste kommen, das kommt dann gleich, tue ich runter auf 60 und dann zum Schluss wieder auf 75, 80. Aber das ist, wenn man das nicht kennt, den Grill, was ist ein Unikat-Grill. Das hat ein Serbe gemacht für uns, ein sehr guter Freund, der ist jetzt über 80, vor 30 Jahren. Das ist ein Unikat-Grill, sowas gibt es gar nicht. Und deswegen muss man auch pflegen und ich bin auch stolz, weil das ist ein Aushängeschild von uns halt. Die Leute, wenn die aus Asien kommen, aus Spanien, fotografieren nur das, wie das halt steht. Und, das ist Markenzeichen halt von uns. Ne? Das sind halt Gas auch, das ist vom Gas halt. Und wenn du die ganze Zeit den Gas halt einatmen, ist es halt auch nicht gut für dein Wohlbefinden. Ne? Deswegen ab und zu eine halbe Stunde gehe ich auch ein bisschen raus, mal frische Luft schnappen. Dann ist mein Bruder hier oder ein Mitarbeiter, der das macht und dann lassen die mich und dann machst du Service und dann machen die das hinter den Grill. Ja. Diese gesunde Mischung halt. Ne? Ich bin mir nicht so schade, wenn du selber nicht anpackst, dann läuft das der Laden auch nicht so, wie es sein soll halt. Ne? Und war das etwas schwierig, sich anzugewöhnen nach dem Fußball? Oder? Um ehrlich zu sein, Fußball war halt Traumberuf. Das heißt, ich habe mein Hobby als Beruf gemacht und ich wollte ich wollte als Kind und ich habe mit 9 Jahren angefangen und dann wurde ich Profi. Dann war ich, wie gesagt, bei Fortuna Düsseldorf, bei St. Pauli Hamburg, bei Gladbach Amateure, Gütersloh, Rot-Weiß Aalen, in Oberhausen. In den letzten 3 Jahren waren halt 2. Liga und das ist was anderes. Du hast mit sehr vielen Menschen zu tun, aber halt Gastronomie ist ja ganz was anderes. Nach meiner Fußballkarriere habe ich die 2. Chance bekommen,
Aber das war nicht für mich, weil du hast halt keine Bindung zu den Menschen, zu den Gästen und ich bin eine offene Person und mag das halt mit den Menschen. Und wenn du dich glücklich machst mit einer Kleinigkeit halt und das ist wirklich traditionell, man darf auch nicht so viel philosophieren in der Gastronomie. Man muss halt wie gesagt bei der Tradition bleiben. Das ist genauso wie im Fußballverein. Red Bull Leipzig, wenn du da Millionen pumpst, dann ist das einfacher, als wenn ein Verein über Jahre, sag ich mal, von Jahr zu Jahr mit den Fans, sag ich mal, das etabliert und dann nicht aussteigt, durch eigenen Schweiß. Wenn einer zu mir kommt und gibt mir 1 Million, dann machst du auch ein Schmuckstück hier. Aber wie gesagt, willst du das, lieber dann dieses Traditionelle. Und das Gericht muss auch traditionell bleiben, weil es gibt echt Leute, die waren in den 90er Jahren hier und dann kommen die wieder, dann sagen die, ja, wir waren 30 Jahre nicht hier. Ich bin mal gespannt und wenn die dann hören, dass ich der Sohn bin von den Josef, wie gesagt, von meinem Vater, der das hier betrieben hat, dann sagen die immer, ich bin mal gespannt, ob das so schmeckt. Und dann essen die das, dann machst du das halt, wie es sein soll. Wenn du dein Feedback bekommst dann, um zu sagen, und dann kommen die zu mir und sagen die, muss ich dir was sagen? Dann habe ich gesagt, bitte schön, dann sagt er zu mir, ich bin einmal 30 Jahre zurückversetzt gewesen und das ist dann halt schön zu hören, weil die Leute dann das letzte Mal, wo die das gegessen haben in den 90er und dann jetzt gehen dann halt zurück in den 90er Jahren und das ist dann schön zu hören, dass immer noch die Qualität gleich ist als viele Kinder. Ich bin der Sohn von Josef, versuchen dann ihr eigenes Ding. Aber wie gesagt, du darfst nicht viel ändern, du musst halt das lassen, wie es ist und deswegen läuft auch der Laden, sage ich mal, weil Tradition stirbt nie. Ne? Und das alles andere ist Eintagsfliegen, ja, die bleiben 3, 4, 5 Jahre und dann sind die weg. Mein Vater war hier selber Metzger, dann wollte der Chef das verkaufen, hat mein Vater das übernommen und seitdem haben wir das und betreiben das. Ja. Meine Eltern haben mehr Gerichte gehabt und ich bin eine Person, wo ich sagen kann, ich habe lieber kleine Gerichte, weniger Gerichte, aber die Qualität ist halt hoch und das muss man halt haben, weil du musst halt gucken, wieso die Leute kommen. Bei mir kommen die nicht wegen Hähnchen, bei mir kommen die nicht wegen Puten, bei mir kommen die wegen Schweinefleisch und das ist meine Qualität halt. Ist gleich fertig. Ja. Deswegen sage ich ja halt, ne, bei mir kommst du wegen Schwein und wenn du wirklich essen willst, deftiges, ist nicht für jede Lady, obwohl ich muss auch ehrlich sagen, sogar die Mädels und die Frauen essen das sehr gerne und das ist dann eine Bestätigung, dass es für jedermann ist. Ich habe jetzt keine Qualität gleich mal oder keine Gäste, die ich sagen kann, das sind ältere Gäste, Touristen. Das ist wirklich, ich habe Russen, Ukrainer, Spanier, Asiaten, alle, ob das Japaner sind, Chinesen sind, Thailänder, unsere aus den Balkanländern. Das ist Vielfalt und junges Publikum, altes Publikum und letztes Mal war hier ein Gast mit einem Sohn und der hat ein Schweinebrötchen, jetzt ist er mein Stammgast und der ist jetzt 10 Jahre und das ist dann wieder schön, weil McDonald's ist dann das Einfachste, aber wie gesagt, das ist harte Arbeit, das McDonald's ist halt Produkt und alles nicht frisch gemacht und bei uns versuchen wir alles frisch zu machen, auch wenn es bei uns auch nicht alles ist, aber zu 80% machen wir alles selber. Unsere Krautsalat machen wir selber, Bratkartoffeln machen wir selber, Sauerkraut machen wir selber, Joghurtreis machen wir selber, das Fleisch wird selber zubereitet. Und die Qualität schmeckst du dann halt raus, ne? Und deswegen kommst du und ist das Feedback halt auch positiv. Ja. Sagen wir mal, aber die Küche ist eher deutsch oder was? Ja, deutsche Küche zu 80%, obwohl wir auch, meine Eltern kommen aus Nähe von Sarajevo, Bosnien, ist halt Fleisch, aber das Schweineachse, Schweinebrat, das klassisch deutsch. Das Gute ist ja, ich habe mal gesagt, wenn ich in Italien bin, will ich halt Pizza Pasta essen, da will ich keine Currywurst essen. Wenn ich in Deutschland bin, will ich deutsches Essen und deswegen verkaufe ich Schweinebraten, Schweineachse, Schweinebrötchen, weil das deutsches Essen ist. Die Schweineachse kennt man aus München, die Leute kommen bei mir und essen die und sagen, ich muss Ihnen sagen, die Achse ist mega top und das ist eine Qualität und eine Bestätigung, was du machst. Und ich habe gesagt, die deutsche Küche steht leider aus, das ist leider so. Man hat sehr viele Dönerbuden, sag ich mal, Dönerrestaurants, du hast sehr viele Pizzerien, oder Gyros, griechisch, aber so richtige Deutsches, außer die Brauhäuser, hast du wenig, selten. Und ich fahre damit ganz gut und ich muss ehrlich sagen, das Feedback ist sehr, sehr positiv. Ne? Wenn man so sieht, wenn man so wie auch im Film, was man da verkauft und die Leute das essen. Du selber probiert hast du es ja von dem Geschmack her. Ne? Das wunderbar. Ist so. Das Fleisch vom Cevapcic und Pljeskavica, auch ein Schweinefleisch, weil wir das halt selber verarbeiten und kein Rind, was auch viele machen, aber ich mache das halt mit Schweinefleisch halt. Ne? Also alles ist hier Schweinefleisch? Das ist alles Schweinefleisch, genau. Ich habe Putensteak, das ist von Pute normal und Hüftsteak vom Rind und das ist das einzige habe, was ich habe, was nicht ist vom Schwein.
Ich bin schon 53 Jahre hier. Ich habe 53, ja? ja, ich bin schon gegenüber gewesen in Jurgrill, Mastergrill und jetzt hier. Ich bin selber Metzger und so, ne? Ich mache ganze Vorbereitung für hier. Ich mache für meinen Sohn und so, ne? Und für mich auch. Und wir haben eigene Metzgerei. Und was wir schaffen hier, bestimmt nie, schafft eine anderes mehr. Wir sind immer so Erste und immer die Letzte im Geschäft gewesen. Und mein Sohn ist auch ein starker Kämpfer und bin ich der sowieso von Erfahrung der Älteste und immer noch der Beste. 72 bin ich, aber geht immer noch der. Ja, das heißt, jetzt hat Ihr Sohn es übernommen, ja? Ja, genau. Jetzt? Ja, ja. Aber als Metzger sind Sie noch tätig, ja? Immer noch tätig. Ich mache das immer so in Metzgerei. Alles, was die ganze Vorbereitung geht auf meine Kappe und so. Ich mache das auch. Gestern haben wir keine Fleisch mehr gehabt, habe ruhig geholt und dann war alles fertig jetzt. Und jetzt habe ich Feierabend und ich schaffe bis heute bis 12 Uhr irgendwie mit Fleisch zurechtzukommen. Aber ich sage, man kann doch gerne die Gäste machen. Italiano? Sì. Porchetta, stinco, Eh sì, no, maialino felice. Das ist porchetta. No, maialetto. Noi si dice maialetto. Just a moment, guck. Schau her. Da noi si dice maialetto. Maialetto. What is maialetto? Italiano, porchetta? Sì, è porchetta di italiano in Italia. Ma noi facciamo il maialetto su porcetto. Sì, ho capito, ma noi we make porcetto. Yeah. Was ist Which is maialetto? a very small 6 kilos of little pork. Yeah, small, yeah. Yes, very small. We have only It's a big, we have too milk, much. it's a milk pork. We have big because I'm Yeah. tall. I'm tall, you know. Ja, was soll ich sagen? Sieht einfach geil aus. Ja, und die Leute, siehst du ja, ne, die filmen das, weil sobald die von Ausland kommen und, sag ich mal, das Ähnliche haben, die heißen Porchetta oder die Maya, oder wie die halt sagen, und dann, Ja. das ist wieder schön zu sehen halt, wie gesagt, wenn die Leute von außerhalb kommen, aus dem Ausland und dann den Grill mal halt mal fotografieren und filmen halt, ne, das ist dann das Aushängeschild, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so wird, aber Ja. man sieht, dass es halt Kult, sag ich mal halt, ne, das ist das Wichtigste. Die Leute mögen das und du bekommst halt immer wieder, sag ich mal, so einen Spruch wie jetzt mega geil oder super lecker. Wie gesagt, das ist dann schon sehr, dann macht die Arbeit auch viel Spaß. Ne? Aber das heißt, wie viel du gibst, bekommst du auch zurück. Ne? Wenn ich jetzt ein voller Hund wäre, dann würde ich auch nicht den Laden kaufen. Ne? Und die Leute, auch wenn ich, sag ich mal, nicht Italienisch kenne, aber du kennst ein paar Fachbegriffe und dann freuen die sich, wenn du, sag ich mal, ein bisschen Italienisch steht, obwohl du von Italienisch null Ahnung hast. Aber halt, die Leute sollen sich wohlfühlen, wie ob die zu Hause sind. Und das ist halt, glaube ich, was, sage ich mal, unser Familienprodukt. Was halt, sage ich mal, das ausmacht. Das Gefühl zu geben, Dass sie zu Hause sind. so sieht's aus. Das ist. Das ist aber Zwiebelsteak. Ja, das ist ein Schnitzel mit gebraten, kommt später mit Senf und gebratene Zwiebeln. Und das andere ist die gemischte Platte, heißt Ham bei uns, kommt halt Desperizza, guten Steak, Hüftsteak und Nackenspieß und noch Schweinebraten
eine Scheibe. Das klappt. Hast du noch Kontakt zu deinen Fußballkameraden? Ja klar, gestern hat mich einer besucht aus Oberhausen. 2011, Ronny König hat noch bis letztes Jahr in Zwickau gespielt und gestern hat er das Spiel angeschaut, Duisburg gegen Kaiserslautern, und hat spontan Hallo gesagt, war echt überrascht, weil der war mein Zimmerkollege, damals in Oberhausen 2 Jahre, und dann hat man eine Bindung, und das ist auch eine Story, und zwar ist mit Mo Islamidi, ist auch ein Fußballspieler, der mit mir zusammen gespielt hat in Oberhausen, und der ist 7, 8 Jahre jünger als ich. Und das Geile ist, mein Sohn, der jetzt eingeschult ist, geht mit seinem Sohn in der 1. Klasse. Und jetzt treffen wir uns nicht auf dem Fußballplatz, sondern in der Schule. Und das ist auch so eine Geschichte, wo nach Ende des Jahres, nach 13 Jahren, die Kinder in die gleiche Klasse gehen. Was ist jetzt? Das ist Ham. Oder 2. Ham-Ham. Es sind 5 verschiedene Fleischsorten mit, wie gesagt, Putensteak und Hüfte. No, vorrei lasciarla invece. Ide, sad ćemo moraju se dopoviš. So. Ist das Nacken? Ja, das ist Bauch. Das ist Bauch. Bauch. Das ist fettig. Das ist eines der fettigsten. Das ist fettiges Fleisch, sage ich mal, mit mager, aber wie gesagt schon sehr fettig halt. Aber nicht nur Fett. Aber dieser Geschmack ist halt, wie gesagt, ich mache auf Schweinebrötchen immer eine Scheibe mageres, eine saftig, damit man halt den Geschmack hat. Halt, ne? Das ist auch eine Kordel, die halt auch nicht abfackelt bzw. auch nicht anbrennt, und deswegen so ein Knollen kostet 50, 60 Euro. Nur der Faden, aber das ist jetzt eine große Rolle. Aber kostet 60 Euro Kilo da. Ist auch nicht günstig. Viele denken, dass wir arbeiten halt mit Luft oder keine Ahnung, aber alles kostet. Serviette kostet, Kordel kostet. Man muss auch gucken, dass du die Kordel nicht hast, weil wenn das den Leuten gibt, dann haben die das im Mund, dann ist es ein bisschen unangenehm. Nicht jeder sieht das mit dem Alter, kommt halt, da kann sie nicht so viel sehen oder siehst das nicht alles, und dann tue ich das Schlechtere, sag ich mal, die wabbelige Haut tue ich da weg. Und die Brille muss man kennen, weil hier die Seite stärker als die rechte Seite, und dann muss man das auch ein bisschen so einkalkulieren. Ja, давай все гleich готово, ja? Давай чавапы, ja?
Ja. Ja, vorsichtig. Aha. Oh. Also hier wird Fleisch vorbereitet. Genau, das macht der Josef. Jetzt hat er auch noch Tempo. Oh, jetzt hier schon kühl hier. Im Sommer ist es auf jeden Fall sehr angenehm. Dann sage ich immer, kann ich hinten bleiben? Okay. 3, 4, 5, 7. Der hat 6. 6 Grad, minus 6 Grad. Nee, 6 Grad. Minus ist Gefrierhaus und die anderen sind nur die Kühlschränke halt große. Ne? Ganz links ist Gefrierfach, Kühlschrank, Kühlschrank. Was ist jetzt? Schweineachse. Mhm. Man muss ja auch ein bisschen anspießen, so wie es sein soll, weil es gibt ja 2 Seiten, ja, dann ist man mit mehr und dann damit die Kruste ein bisschen, muss man die mal wieder Zickzackform aufspießen. Bisschen Salz, ja? Salzen, wie gesagt. Wenn das Fleisch ein bisschen mit der Salz ist, ist schon das reicht vollkommen. Da passen auf diesen Spieß passen immer, das sind 11 Haxen. Man kann auch 12, aber dann ist die letzte nicht so ganz durch, weil das viel zu eng ist. Und deswegen mache ich mal 11 drauf, und damit die schön und knusprig werden. So, jetzt mache ich ein bisschen Feuer, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr? Ja, das ist und dies okay, aber das ist zum Schluss, weil das Feuer hinten nicht so, aber es ist kurz davor. Weil wenn man reinspießt und das geht leicht rein, wie zum Beispiel bei der hier, ja, super. Wo? Hier zum Beispiel bei der auch, wenn du so reingehst, das geht ohne Probleme rein, ist super. Bei der hier sieht man schon die Kurz, dass es so ist, weil das Feuer ist ein bisschen anders da außen. Geht das, wenn ich eine rein tue, ein bisschen stärker, obwohl das auch schon kurz vor davor ist, aber geht ein bisschen stärker. Aha. Also dann braucht er noch ein bisschen Zeit. Ne? Ja, noch 10 Minuten, 5, man muss jetzt aufpassen, jetzt habe ich das auf 80% gemacht, das Feuer, und man darf nicht zu schwarz, weil die Leute sagen, du kannst nicht braten. Aber du musst die Knusprigkeit bekommen und dieses Ende muss jetzt wieder bekommen. Ja, hier ist einfach auch meine Brot. Aber verwenden. Das ist verboten, statt ist immer gut, da machen wir was richtig hier.
Wieso verbotene Stadt? Köln und Düsseldorf sind so ein bisschen so wie früher. Ich jetzt nicht sagen, man sagt ja Köln und Düsseldorf. Ein bisschen so, aber wenn die Kölner nach Düsseldorf kommen und das Essen bei uns holen, dann machen wir was richtig hier, würde ich mal sagen. Ne? Jetzt Hausplatte? Hausplatte, ja. 2 Bratwurst, eine Bratwurst, eine Krakauer, 4 Scheiben Fleisch, Schweinefleisch und eine Schweineachse. Ganz deftig. Ja. Saftig und deftig. So sieht's aus.
So. Jetzt kommt noch eine Haxe und Top. Das ist für 2 Personen oder für eine? Für 2, oder? Weil die Portion ist ja riesig hier. Das ist ja Senata adesso ho amore. Non so che sto fritta, Hallo. Machen wir Kräuterbutter. Ja. Nee, die möchte aber lieber eine Pommes haben. Du machst eine Pommes mit drauf oder? Einer mit Ketchup drin, aber ja? Italiana oder Senata? Und einmal Cola Zero. Samo Ketchup. Okay, ja, ja. Oh, Leber? Nee, das ist Ja. Schweineleber. Genau.
Was? Putensteak. So. Aha, der Pommes. Nur die Tüte gerade halten, ne? Ja. Nur gerade halten die Tüte dann, ne? Und halt, wie gesagt, ist kein Salz, Pfeffer, ist ein bisschen alles mit dabei, Salz, Pfeffer, Gewürz aus Kroatien und so und dann alles zusammen. Und dann wirst du es auch ein bisschen rausschmecken. Okay. Grazie, ja. Ciao, ciao. Ciao, grazie, ja. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. Grazie. Aha. Sag bitte ehrlich, hast du irgendwann mal bereut, dass du jetzt die Fußballkarriere beendet hast? Oder? Ja, man bereut das immer, aber wie gesagt, wenn du spielst, denkst du nicht, dass der Tag kommt, X, dass du aufhörst und man weiß nie, wann ist das letzte Mal auf dem Platz. Ich weiß es bis heute, wann das letzte Mal da war und man muss aber auch ehrlich sein, irgendwann mal realisierst du, dass Fußball ja nicht bis 40, 50 geht. Können Topstars wie vielleicht Messi und Ronaldo, die dafür echt leben mit 110%. Viele Fußballer leben aber nicht mit 100%, sondern 90%, das sind diverse Fußballer. Aber für mich war klar, dass ich eines Tages halt 30, 32, 34, 35 aufhören werde und dann machst du dir Gedanken, was machst du danach. Ich habe immer die Option gehabt, halt den Laden zu übernehmen eines Tages, wenn alles so klappt. Und, den Weg, den ich gegangen bin, bereue ich nicht, weil mir macht Spaß. Gestern war auch ein Freund hier aus, den ich zusammen gespielt habe und die wissen, wo ich bin und dann kommen die vorbei und deswegen Ja. Fußball geht immer bis 32, 35, 36 und dann musst du was anderes machen oder im Fußballbereich. Ich bin nicht im Fußballbereich geblieben, sondern nur jetzt ist das auch fertig. Es wäre schön, wenn bis 50, aber leider gehen die Knochen nicht so. Gibt's keinen. Außer man ist Ausnahmetalent zu manche.